1973, Schweden. Der Gefangene Jan-Erik Olsson, der gerade auf Freigang ist, startet mit einer Maschinenpistole einen Banküberfall auf eine Kreditbank in Stockholm. Es kam zu einem Schusswechsel mit der Polizei, wobei einer der beiden Polizisten verletzt wurde. 56 Menschen lässt er frei und nimmt 3 Frauen und einen Mann als Geisel. Was er wollte? Er forderte, den in ganz Schweden bekannten Verbrecher Clark Olofsson aus dem Gefängnis zu ihm zu bringen. Außerdem 3 Millionen Kronen, schusssichere Westen, Helme, 2 Waffen und ein Fluchtfahrzeug. Die Räuber verbarrikadierten sich zusammen mit den Geiseln in der Bank. Es war einer der ersten Kriminalfälle, die in den schwedischen Medien live berichtet wurden. Olsson ruft das Büro von Ministerpräsident Olof Palme an und schreit: Wenn wir die Bank nicht verlassen können, werden die Geiseln sterben. Am nächsten Tag wird Clark Olofsson zur Bank gebracht. Olofsson fordert zusätzlich einen schnellen Fluchtwagen. Er ruft außerdem erneut den Ministerpräsidenten an, doch dieses Mal spricht eine der Geiseln, Kristin Enmark. Palme, du enttäuschst mich sehr. Mein ganzes Leben lang war ich Sozialdemokratin und jetzt spielst du mit unserem Leben. Lasst uns doch einfach laufen. Ich habe keine Angst vor diesen Männern. Sie beschützen uns. Ein großer Schock. Ganz Schweden spekuliert über diese seltsame Aussage. Wieso hat sie als Geisel Olofsson in Schutz genommen? Die Situation wird schlimmer. Am 3. Tag ziehen sich Olsson und Olofsson mit ihren Geiseln in den Tresorraum zurück. Die Polizei schließt von außen die Tür. Olsson erfährt in den Nachrichten den Plan der Polizei, und zwar, dass sie ein Loch in den Tresorraum bohren und die Insassen mit Gas betäuben wollen. Trotz Drohungen bohrt die Polizei in den nächsten 2 Tagen Löcher in den Tresorraum, welche groß genug ist, um Essen und Trinken durchzureichen. Aber auch eine Kamera, wodurch dieses berühmte Foto entstand. Am nächsten Tag schießt Olsson Löcher in die Decke und verletzt eine der Beamten an der Hand. Am Abend strömt letztendlich Gas in den Innenraum und löst massive Panik aus. Olsson ruft: Zum Teufel mit dem Gas, wir ergeben uns. Die Geiseln bleiben unversehrt. Eine Sache beschäftigt jedoch alle. Wie war die Beziehung zwischen den Geiseln und den Verbrechern? Als die Polizei in den Raum kommt, schreit Kristin Enmark: Tut ihnen nicht weh, sie haben nichts getan. Und draußen vor all den Kameras schreit sie Olofsson hinterher: Wir sehen uns wieder. Das Verhalten der Geiseln, besonders das von Kristin Enmark, lässt die schwedische Öffentlichkeit rätseln. Scheinbar haben die Geiseln positive emotionale Gefühle zu ihren Entführern entwickelt. Der Psychiater Niels Beirot gibt dieser verstörenden Zuneigung der Geiseln zu ihren Geiselnehmern den Namen Stockholm-Syndrom. Kristin Enmark veröffentlichte 2015 ein Buch über ihr damaliges Verhalten. In einem Interview für eine schwedische Zeitung sagt sie, dass spätestens zu dem Zeitpunkt, als sie hörten, dass die Polizei durch ein Loch in der Wand sie mit Gas betäuben wollte, die Polizei zur Bedrohung wurde. Die Geiselnehmer waren auf einmal die Guten in diesem Spiel. Wir verloren die Kontrolle. Olsson sagt später vor Gericht: Sie machten es mir unmöglich, sie zu töten. In ihrem Buch erzählt Kristin Enmark, dass bis heute mit Clark Olofsson Briefkontakt besteht. Sie besuchte ihn mehrmals im Gefängnis und es entwickelte sich sogar eine Beziehung. Verschiedene Psychologen versuchen sich dieses verstörende Verhalten zu erklären. Man sieht daran mal wieder, wie irrational manchmal die menschliche Psyche handeln lässt. Aber Moment mal. Ich werde doch auch nur von einer menschlichen Psyche gesteuert. Woher weiß ich überhaupt, was rational ist? Für jeden könnte Vernunft etwas anderes sein. Nach welchen Regeln und Definitionen wäre es für die Geiseln vernünftig gewesen, auf der Seite der Polizisten zu sein? Man könnte die Frage wagen, ob der Mensch jemals die menschliche Psyche verstehen wird, solange es immer menschliche Psychen sind, die daran forschen.